Ja, herzlich willkommen bei Sibi Likes Trains. Hier ist er wieder, euer Sibi, mit einem neuen Update, Zwischenstandsmeldung, wie ihr es möchtet. Heute geht es hier so ein bisschen um die Elektrik. Ich habe mich nach langem dazu überwunden. Also ich hatte echt eine Durstphase vom Allerfeinsten, hier die Elektrik zu machen. Ich hatte 47 Kabel im kompletten Zimmer verteilt. Ja, dann habe ich mir dann überlegt, was machst du denn jetzt? Also ob ich das nochmal so machen würde, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich denke, ich würde eher so in Abschnitten hinter der Bahn her machen, anschließen und weiterbauen. Anschließen war so, dass ich so 5 bis 10 Kabel habe. Jetzt habe ich so 47 Kabel und denke so bei mir, boah, Alter, das kannst du nie mehr rauspiepen. Also ich nicht dumm. Ach, weißt du was? Guckt es euch einfach nach dem Intro an und dann geht er los hier, nicht? Bis gleich. Ja, also, was habe ich getan? Ich habe also Blöcke gebildet. Oder vielmehr Kabelblöcke, Kabelrudel oder wie man das schimpfen mag. Habe mir mal so 5, 6, 7 Kabel genommen, beziehungsweise habe die Kabel genommen, wo sie herkamen. Ich habe ja, wenn ihr bei mir reinkommt, direkt links den kompletten Schenkel. Und dann habe ich die Fensterseite, dann habe ich die Bahnhofseite, dann habe ich den Güterbahnhof und habe die rechte Seite, den rechten Schenkel. So habe ich mir dann auch eingeteilt. Also wie gesagt, rechter Schenkel, Güterbahnhof, Hauptbahnhof, dann die Fensterseite. Das sind ja auch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Kabel. Ja. So, dann die linken Schenkel, das sind auch nochmal 6 oder 8. Der Bahnhof, das sind auf jeden Fall schon mal 12. Die rechte Seite, das sind auch nochmal ein Arsch voll Kabel. Ich glaube, ich komme irgendwo über 40 Kabel. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Habe mir dann also schön verlegt. Das werde ich euch jetzt gleich auch mal unten drunter zeigen. In meine Kabelkanäle. Und bin mit dem ganzen Wust, also wie gesagt, ich habe immer so Trauben gemacht, bin mit dem ganzen Traubenwust dann immer so nach vorne und habe mir die dann vorne reingelegt und habe gesagt, Alter, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Das ist ein bisschen viel. Naja. Habe die dann aber auch alle nach vorne gelegt und alle vernünftig in die Kabelkanäle und vernünftig bis an mein Mittelstellpult gelegt. Ja, war ein paar Meter Kabel. Kann man sich nicht anders vorstellen. Ne? Von hinten, von der Ecke, von der tiefsten Ecke, habe ich dann 2, 4, 6, 8, immer so gut 8 Meter gemacht. Das Ganze mal 8 Kabel sind schon 64 Meter Kabel. Nur der linke Schenkel. Ne? Nur, dass man sich da mal so ein bisschen das Ganze auf der Zunge zergehen lässt. Das habe ich jetzt ein bisschen verlegt und ich zeige euch jetzt mal, wie weit ich bin. Und dann geht es ans Kabel anschließen, an die Belegmelder und anmelden im Train Controller. Und wenn wir dann alles haben, dann kommen ja noch ein paar Weichenkabel dabei. Aber das ist alles halb so wild, das ist nicht allzu wild. Das ist da hinten 1, 2 Weichen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, gut 30 Kabelstränge. Also das ist jetzt nicht die Welt, die lege ich dann auch nochmal in die vorhandenen Kabelkanäle mit rein. Aber das ist jetzt nicht die Welt, dass ich da sagen muss, alter verteilt. Aber wie gesagt, man muss dann einfach wissen, welche Weiche welche ist. Das klingelt ich im Nachhinein durch. Das mache ich jetzt hier auch mit diesen Kabeln. Ich weiß ja nicht mehr, wo die herkommen. Ja, das kann ich ja nicht mehr nachvollziehen. Ich habe ja nicht jedes einzelne Kabel beschriftet. Nee. Die klingel ich nachher durch und dann werdet ihr das sicherlich noch irgendwie in diesem Video mitkriegen, wie ich das gemacht habe. Alles klar? Jetzt geht es los. Viel Spaß. So, jetzt sind wir mal unter dem Fensterstrang. Ihr seht, ich habe da unten auch Kabel liegen, da hängen auch schon die Käbelchen runter für die Weichen. Die roten Kabel, das sind die Massekabel, sage ich jetzt einfach mal so. Die grauen Kabel, das sind die zum Decoder führen. Ihr seht, hier ist nicht allzu viel zu sehen. Das ist jetzt der linke Schenkel und hier ist es jetzt mal was mehr. Da seht ihr auch mal, wie ich das angeschlossen habe.
in die Buchbinde Rücken. Ja, und dann ja, Heidewitzka geht's nach vorne. So, jetzt drehe ich mich einmal gekonnt und dann zeige ich euch die andere Seite. So, da hinten kommen jetzt die Kabel dran, an. Wobei ich mich da, glaube ich, noch dazu entschließe, diesen weißen Stromkabel da oben noch rauszutun. Der geht in den schmalen linken Schacht, der weiße Kabel, und die ganzen Belegmeldungen, die gehen in den rechten grauen. Ihr seht, hier kommen die Kabel von oben. Da habe ich ein Rohr durchgezogen. Das zeige ich euch aber gleich nochmal von der anderen Seite. Da kommen die von der oberen Platte. Ihr wisst ja, ich habe ja hier diesen Durchgang. Diese Durchreiche, dieses untere Brett ist diese Bahnhofsebene vom Schattenbahnhof und da drüber das Brett ist die Ebene, wo der Bahnhof drauf ist. Ja, und jetzt habe ich dann die Kabel da gebündelt in den grauen, dicken Schacht rein. Die gehen jetzt im Prinzip von dem Schacht rüber, hier rein, runter in den Schacht. Und da sind die dann nochmal verbunden und so sieht das dann hinter meiner Anlage aus. Hier sind die Netzteile für die Digicase-Sachen, für die 2 Booster und für die Zentrale. Hinten ist das Netzteil für die Beleuchtung, beziehungsweise da oben ist das Netzteil für die Beleuchtung, der dicke 50 Volt Ampere Trafo. Und das ist die Einspeisung für die, ja auch für die Beleuchtung. Das ist beides für die Beleuchtung, und eines Wechselstrom und das andere ist Gleichstrom, halt für die Beleuchtung der Stadt. Aber das kennt ihr ja eigentlich von mir. So, dann zeige ich euch jetzt mal die andere Seite. Hier sind wir quasi unter der Bahnhofsebene. Hier kommen halt die ganzen Käbelchen vom Bahnhof an hier. Ja, und die gehen halt einfach durch das Rohr da unten durch und dann da hier in den Kabelschacht. Ich habe das hier an den Kanten ausgeschnitten, ein bisschen was mit Klebeband gemacht, damit das nicht ganz so scharf ist. Ist ein bisschen besser. Ja, und das Ganze von hier aus gesehen ist da ist mein Schreibtisch und da ist der linke Schenkel. Da ist die Heizung. Da oben gehen die ganzen Käbelchen lang. Ja, und hier von hier aus gesehen hier die Richtung. Das ist dann die Seite. Da steht mein Soundsystem schon, 5:1 System für später. Ja, ihr seht, Löw. Ach. Ja, was ihr jetzt hier seht, ist mein Panel. Das kennt ihr ja. So, jetzt haben wir da 1, 2, 3, 4, 5 Stränge raus. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgezählt, dass ich nicht hier Blödsinn erzähle. Jetzt sind jetzt 47, es sind sogar 55. Das kriege ich noch mehr Angst. Naja, ist egal, kriegen wir auch schon dran. So, ja, unten links seht ihr meine Step-Down-Konverter, einmal 12, einmal 16, das ist für die Beleuchtung. Die speisen unten die DR4018 ein, die 4, die fürs Lichtgrad sind, aber da kommen sicherlich nochmal 2 dran, da bin ich felsenfest von überzeugt. Oben ganz links ist der DK5018, den ich vom Tobi da seinerzeit bekommen habe. Da werde ich wohl sehr wahrscheinlich die LED drüber steuern für unter die Bahn. Ihr seht, der Panel ist beleuchtet, da kommt jetzt nochmal eine andere Rundumbeleuchtung hin. Hat den Hintergrund, dass ich mir da auch eine Frontplatte vormachen möchte, eine graue. Allerdings nicht so dunkel, wie die da drüber sind. Ihr wisst ja, ich habe da oben ja diese grauen PVC-Platten als Fenster so ein bisschen, damit das ein bisschen geschützt ist. Ich glaube, ich werde mir das Panel etwas heller holen und dann gucken wir einfach mal, wie das aussieht, damit man dann noch ein bisschen was drin sehen kann. Allerdings kommt da auch eine LED-Beleuchtung rein, muss man dabei sagen. Ja gut, jetzt liegt es an mir, diese schönen nach vorne gezogenen Kabelstränge ein bisschen zu verkabeln und ein bisschen im Terrain Controller anzuschließen. Ja, und dann möchte ich euch gerne so stückchenweise bei mitnehmen. Also ich werde jetzt hier nicht 4 Stunden Film machen, wie ich die scheiß Käbelchen da dran mache. Das wird ja wahrscheinlich eine kurze Sequenz werden, wie ich die durchklingele und dann dementsprechend noch anschließe. So, was ihr jetzt hier seht, ist mein Train Controller, mein Gleisplan,
Und da sind ja die weißen Blöcke. Die müssen wir jetzt natürlich schön einstellen und schön mit dem Kabel verbinden, damit das Programm auch weiß, wo befindet der Kollege sich gerade. Ja? So, dann werden wir jetzt mal machen. Dazu schwenken wir jetzt mal hier rum. Da seht ihr meinen Wust an Kabeln und Leuchten, aber das werden wir nachher noch aufklären. Die Käbelchen, die wir anschließen, das ist dieser Wust. Und der Wust geht an diesen Decoder dran, auf die rechte Seite. Auf der linken Seite habe ich zwar noch 2 frei, aber ich lasse mir immer mal gerne 1, 2 Blöcke frei, falls da irgendwas ist. Und der Rest geht dann an den Belegmelder. Allerdings auf die rechte Seite. So, was wir noch brauchen, ist hier so ein Piepgerät. Das heißt also, wenn die 2 Kabel aneinander kommen, piepst das. Aber das kennen da ja auch alle, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Und dann braucht man den Abschnitt, den man anschließen will. Und das ist der Abschnitt da, wo die weißen Müppchen sind. Das ist also hier im Block, ist da ein Block, da ein Block, da ein Block, da ein Block. Warum habe ich hier auf dieser Linie viele Blöcke? Das heißt, wenn der Zug hier auf der rechten Seite hochfährt, also auf jener, soll der Zug hier vorne die Möglichkeit haben, vor der Kreuzweiche, die da ist, oder in den ganzen Weichen stehen zu bleiben, wenn der Bahnhof belegt ist mit einem Zug. Das heißt also, der soll nicht irgendwo da stehen bleiben, wo also irgendwo da unten, wo ihn keiner sieht, ja, weil die Kurve, dieses hin und dieses, das ist jeweils nur ein Block. Also Abfahrt und Auffahrt jeweils 2 Blöcke. So. Und dann habe ich mir gedacht, dann machst du doch da unten schön mehr Blöcke hin, dass wenn die hier hochkommt, außen, dass die hier stehen bleibt und von da aus weiterfährt in den Bahnhof. Finde ich persönlich schöner. So, und das werden wir jetzt mal machen. Ich habe jetzt den ersten Block, den klingel ich jetzt mal durch. Das ist die rechte Seite, der Block vom Bahnhof kommend. Dazu suche ich mir jetzt einen passenden Kabel. Oh, Treffer. Direkt als erstes mal getroffen. Das ist natürlich klasse. Bei den anderen klingelt natürlich da nichts, was ja auch richtig ist. Perfekt. Also, den klingeln wir da jetzt nochmal durch. Der ist es definitiv. So, und der wird da jetzt angeschlossen. Perfekt. Moment. Nee, was ist das herrlich. So. Jetzt könnt ihr dem Blinden mal beim Arbeiten zugucken. Eieieiei. Der zitternde Blinde. Ja, das ist zu lang. Das Kabel ist definitiv zu lang. Schnibbeln wir mal was ab. Und isolieren mal neu. So. Da kommen später noch Schüchen drauf. Aber ich möchte jetzt erstmal für euch zeigen, wie ich das halt mache. Na, meine Fresse. Haare drum machen oder was ist hier los? So, Treffer. Wenn einmal drin ist, drin lassen. So, das ist jetzt Nummer 1. Das ist jetzt der erste Block. Und jetzt muss ich den natürlich auch bei mir im Train Controller einbringen. Das ist jetzt also der 9er. Und haben wir? Wir haben diesen Block hier, ja. Doppelt draufklicken. So, dann machen wir Adresse 3 ist der dritte Decoder. Allgemeiner Melder bei DigiCase. Eingang 11. Okay. Okay, wenn ich jetzt mit dem Finger drauf gehe, müsste der grün blinken. So wie. Achso, wieder mal. Der blinkt grün. Der blinkt grün. Das ist super. Der blinkt auch grün. Und ihr seht, der blinkt auch grün. Ja, so, Freunde von Siebeleich Trains. Jetzt sitzt er hier vor seiner neuen Errungenschaft. Also was mir aufgefallen ist, so nach der Zeit bildet sich hier ein Teppich. Ein Staubteppich. Und da habe ich mir noch mal eine Plexiglasscheibe gekauft.
die ich jetzt hier dran habe. Die ist allerdings noch mit Folie links rechts. Ich habe die noch nicht die Schutzfolie abgezogen, aber ich denke, sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? Klar, man kann das jetzt nicht wirklich sehen, weil die Folie noch drauf ist, aber ihr wisst oder seht, wo die Reise hingehen soll, und das wollte ich euch noch zeigen, ne? Ich denke, das sieht ganz gut aus. Hier unten sieht man auch schön noch, die Voltzahlen kann man auch alles noch schön lesen, also von daher alles schick. Ja, ihr seht, schon der gute Boss an, es ist Sommer, ja? Und ja, ich gehe jetzt in die Garten und dann mache ich das. Bis später. Ja, so, da sind wir wieder. Also, ihr habt jetzt ein kleines Update von mir bekommen. Was ich jetzt noch mache, sind weiterhin die Käbelchen anschließen. Ich habe euch mal im Groben gezeigt, wie ich dann jetzt halt mache. Ich meine, die Leute, die mit DGKs arbeiten und mit Train Controller arbeiten, die wissen, wie es geht. Aber ich wollte euch das nur noch mal kurz zeigen. Mir bleibt jetzt hier noch übrig, gute 45 Käbelchen anzuschließen, eins nach dem anderen. Aber ich habe ja Zeit genug und wir sind ja hier nicht auf der Flucht. So, was ich dann natürlich noch machen muss, ich muss noch jede Menge schwarz-rot-grüne Kerbel verdrillen für die Weichen. Ich werde die Weichen ja auch bis nach vorne zu meinem Steuerpult holen und da schalten. Aber das finde ich jetzt nicht so wild, das sind ja jetzt nicht so viel Weichen und das geht ja eigentlich relativ zügig. Ja, also wie gesagt, ich habe ja Zeit, ich bin ja nicht auf der Flucht und ich wollte einfach nochmal ein Lebenszeichen von mir geben und wollte euch mal Stand der Dinge zeigen. Hintergrund der ganzen Sache ist, es kommt jetzt der Sommer. Und dann wird das ja doch in der MOBA-Szene, wie ich immer so schön sage, doch wesentlich ruhiger. Die Leute sitzen im Garten, die Leute machen eher was am Fahrrad oder fahren in Urlaub oder wie auch immer. Oder machen sogar eine Sommerpause. Ihr wisst, das mache ich nicht, das habe ich noch nie gemacht. Allerdings werden halt einfach weniger Videos kommen. Ne? Das ist ja sowieso schon nicht die Menge, die ich hier rausgehauen habe die letzte Zeit. Das hat einfach damit zu tun, dass ich privat auch einige andere Sachen zu tun hatte. Ja, die Gartensaison geht los. Meine Frau, die sagt natürlich auch, Schatz, kannst du mir hier und da mal ein paar Sachen helfen? Ne? Happy Wife, Happy Life. Wir brauchen den nicht weiterreden, oder und je. Ne? Und von daher, alles gut. Also wie gesagt, der Sibi macht keine Sommerpause, der Sibi macht weiter. Es kommt regelmäßig, unregelmäßig, wie der Louis immer so schön sagt, Videos. Und ich sage jetzt nochmal Tschüss. Verabschiede mich weitestgehend für heute. Wann das nächste Video kommt, weiß ich nicht. Wenn das Wetter dementsprechend beschissen ist, dann natürlich relativ zügig, weil dann werde ich das Ganze auch im Train Controller einbinden und auch die Weichen anschließen und da lasse ich euch natürlich daran teilhaben, wie weit ich bin. Und dann geht es ja auch schon langsam los mit dem Landschaftsbau, wo ich mich persönlich sehr, sehr darauf freue. Und es schwirren so viele Sachen in meinem Kopf und viele Gedanken. Ich habe jetzt auch wieder viele YouTube-Videos gesehen, hier vom Heiko heute das neue. Total geil mit diesem großen Stück, wo ein Bauernhof hinkommt, wo ich dann sage, geil, das kann man so schön ausschmücken. Es gibt so viele schöne Sachen, da habe ich ja schon wieder zu wenig Platz hier. Ne? Also bei den Sachen, die mir im Kopf rumschwirren, brauche ich das Ganze noch dreimal. Da muss ich, glaube ich, viermal die Platte von Michael haben aus Rastatt, um das hier zu verwirklichen, was mir alles gerade im Kopf rumläuft. Ne? Gut, also wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen. Ich sage vielen lieben Dank. Wie gesagt, für die, die mich noch nicht abonniert haben, einfach mal einen Abo-Button drücken. Dann seid ihr immer mit dabei und wenn ihr noch wissen wollt, wann ich das nächste Video hochlade, dann einfach mal die Bimmel aktivieren und dann ist das schon gut. Für einen Daumen nach oben freue ich mich auch, für nette Kommentare. Aber mir ist am allerwichtigsten, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und somit schließe ich heute das Video, sage vielen Dank vielen Dank fürs Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Sibi Likes Trains. Macht's gut, bis dahin, euer Sibi. Ciao, ciao.